Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute kümmern wir uns mal um die Wellendichtringe am Getriebe. Die machen wir raus und machen die auch wieder neu rein. Nach dem Intro geht's los. Ja, Freunde, wir haben hier jetzt 7 Grad. Ich habe da im Hintergrund so einen Lüfter laufen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber es ist wirklich schweinekalt. Winterzeit ist Schrauberzeit, ja, aber es ist halt leider auch nicht die angenehmste Temperatur. Okay, worum geht es heute? Heute geht es um das Getriebe. Wir haben ja in den letzten Videos das Getriebe ausgebaut und da sind natürlich auch diverse Dichtringe dran. Also zum einen an der Getriebeeingangswelle, an der Getriebeausgangswelle. Hinter dem Kupplungsnehmerzylinder ist ein Wellendichtring. Und wir haben auch noch einen kleinen Dichtring, der an der Schaltwelle ist. Den machen wir aber nicht, der ist dicht, das passt alles. Da lasse ich jetzt erstmal die Finger davon, das ist in Ordnung. Aber es geht um die eben aufgezählten Wellendichtringe. Ja, und wir beginnen mit dem Wellendichtring an der Getriebeausgangswelle, also an der Welle, an dem Wellenzapfen, auf dem die Kardanwelle, also die Gelenkwelle sitzt. Das ist der einfachste Wellendichtring zum Tauschen, also den kann man sogar im eingebauten Zustand wechseln, das ist bei dem überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist aber, dass wir für diese Arbeit ein bisschen was an Spezialwerkzeug brauchen, um die Wellendichtringe ordentlich montieren zu können. Was sind die Vorarbeiten? Die Vorarbeiten sind natürlich, wenn das Getriebe draußen ist, entweder macht man das schon vorher oder ihr könnt das auch im ausgebauten Zustand machen. Das Getriebeöl muss raus. Wenn ihr die Wellendichtringe entfernt, dann läuft euch an der Stelle das Getriebeöl raus. Das ist nicht ganz so optimal. Deswegen einfach Getriebeöl raus, entweder auffangen, so wie ich das gemacht habe. Kann ich euch mal da ein Video einblenden dazu. Oder wenn es getauscht werden muss, dann eben halt entsorgen. Wichtig ist später, wenn das Getriebeöl raus ist, dass das Getriebe oberhalb eine Entlüftung hat. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist das so ein kleiner Gummipfropfen. Ja, das ist ein Teil, das ist so eine Haube hier oben drüber. Und das steckt mit dieser Seite oben im Getriebe drin. Und das sorgt im Prinzip dafür, dass das Getriebe ja, entlüftet ist. Wie eine Motorkurbelgehäuseentlüftung etwa so in der Art. Wichtig dabei ist, wenn man das Getriebe dann auf die Seite legt, auf der die Getriebeeingangswelle ist, also da, wo der Motor normalerweise angeflanscht ist, dass wir diese Entlüftung einfach ausbauen, weil immer noch, selbst wenn das Getriebeöl entleert ist komplett, immer noch Öl rausläuft und es läuft dann eben halt in diesen Entlüftungspfropfen und läuft dann da auch raus, aber hat halt den Nachteil, dass das Ding dann voll ist mit Öl und später als Getriebeentlüftung nicht mehr so optimal funktioniert, beziehungsweise euch dann im eingebauten Zustand da oben das Getriebeöl raussifft. Deswegen den vorsichtig entnehmen, der ist einfach nur reingesteckt, Getriebeöl raus, den entnehmen, dann auf den Kopf drehen. Wenn wir zum Beispiel den Wellendichtring an dem Kupplungsnehmerzylinder machen oder den Wellendichtring an der Getriebeausgangswelle. Es läuft zwar immer noch ein bisschen Getriebeöl raus, aber gut, das kann man wegwischen, das kann man einfach nicht ganz vermeiden. Was wir natürlich brauchen, sind die Wellendichtringe. Ja, das ist hier so ein stinknormaler Wellendichtring, 25 x 40 x 6. Das ist die Getriebeausgangswelle. Und wir haben noch einen Wellendichtring, 28 x 17 x 7. Das ist dieser hier. Das ist der Wellendichtring hinter dem Kupplungsnehmerzylinder. Den Wellendichtring für die Getriebeeingangswelle
Der sieht ähnlich aus wie dieser hier. Ich habe den noch nicht da. Der sieht ähnlich aus wie dieser hier. Der hat nur hier oben drauf eine Filzauflage, die ist da aufgeklebt. Kupplungsnehmerzylinder. Bevor wir da ans Getriebe gehen, muss ich da ein bisschen was dazu sagen. Wer den Kupplungsnehmerzylinder rausmacht, der hat entweder eine Riesensauerei gesehen oder sieht eine Riesensauerei in diesem Schacht. Ja, ich zeige euch das mal hier. In diesem Schacht, da hinten drin sitzt, also da habt ihr entweder eine Riesensauerei oder ihr habt keine Sauerei. Wenn ihr da eine Riesensauerei habt, dann kann es sein, dass A, der Kupplungsnehmerzylinder defekt ist, das heißt, der ist undicht, oder B, der Wellendichtring da hinten drin ist undicht, oder C, beide sind undicht. So. Und der sitzt ganz tief da hinten drin. Ich habe den schon rausgemacht, blende ich euch dann ein Video dazu ein. Der ist relativ schwierig da rauszubekommen, gerade dann, wenn da schon der Siff drin steht. Also der Siff von Bremsflüssigkeit oder von Getriebeöl, beidem oder jeweils das Einzelne, egal. Dann kann das sein, wenn es schon ein paar Jahre so ist, dass der recht schwer da rausgeht. So war das bei mir. Also ich habe da wirklich eine Stunde, 1,5 rumgemacht, bis dieser Wellendichtring raus war. Es hatte aber noch einen anderen Grund. Und zwar ist es so, dass der relativ tief da hinten drin sitzt. Ja, so. Und wenn man den schief einbaut, weil man nicht das geeignete Werkzeug hat, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der dann auch kaputt geht. Das gilt im Übrigen für alle Wellendichtringe. Also ein Wellendichtring hat einen bestimmten Sitz. Entweder hat er einen Anschlag in seinem Gehäuse, wo er drin sitzt, wie auch immer. Oder er sitzt frei an einer gewissen Position, hat eine gewisse Einbautiefe, etc. etc. Und wenn man das schon beim Einbau kaputt macht, beziehungsweise falsch macht, dann wird dieser Dichtring zwangsläufig irgendwann undicht werden, früher oder später. Und da ist an der Stelle an der Stelle der Kupplungsnehmerzylinder, ist das kalt, der Kupplungsnehmerzylinder drin sitzt, wir das Ganze verschließen mit einer Dichtung, sehen wir nicht, was da passiert. Läuft da Öl raus aus dem Getriebe, weil der Simmering kaputt ist, oder läuft da Bremsflüssigkeit raus, weil die Dichtung im Kupplungsnehmerzylinder defekt ist. Das sieht man letztendlich nicht. Da hatte ich mit jemandem eine Diskussion darüber, beziehungsweise der hat mich angeschrieben. An der Stelle Sönke, viele Grüße. Es gab schon mal jemanden, der dann hingegangen ist und hat im Getriebe, kann ich euch mal zeigen, hier unterhalb ein Loch reingebohrt und hat im Prinzip da wahrscheinlich ein Gewinde eingeschnitten und einen Nippel draufgeschraubt, also so ein Schlauchnippel, so eine Schlauchtülle mit einem Schlauch nach unten, damit man sieht, wenn da irgendetwas undicht wird da hinten drin, dass man sofort reagieren kann, dann würde das über den Schlauch nach unten hin ablaufen. Das ist eine gute Idee, wirklich gut, ja, und ist auch bei, ich weiß jetzt nicht, welche Modelle das sind, genau S oder so irgendwas, die haben einen ganz anderen Aufbau vom Getriebe her. Das heißt, die haben diesen ganzen Teil hinten dran, wo die Schwinge drin hängt, der ist da gar nicht vorhanden. Das heißt, man kommt also von unten mit einem Bohrer und vielleicht sogar mit einem Gewindeschneider ohne Probleme dahin, dass man da ein Loch bohren kann, ein M4er oder M5er Gewinde einschneiden kann, das Ganze ordentlich entgraden kann. Das kann man da machen. Bei dem Getriebe von der GS, auch von der R oder RT, ist es schwierig, ja, weil man da nicht bohren kann und schon gleich kein Gewinde schneiden kann. Insofern muss man natürlich gucken bei der Montage von diesem Simmering, dass das 100% exakt ist. Und das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man das passende Spezialwerkzeug dazu hat. Das passende Spezialwerkzeug, das sehen wir dann später,
Das setzt sich zusammen aus einer Schlupfhülse, die da eingesteckt wird, und einem Schlagdorn. Und der Schlagdorn, der hat genau das passende Maß und sorgt zudem dafür, dass der Wellendichtring exakt gerade und an einer gewissen Position sitzt. Das ist ganz entscheidend. Und dann kann der auch, sofern alles andere in Ordnung ist, also sofern die Welle an der Stelle keine Beschädigung hat, kann der auch dauerhaft gut dicht sein. Wie gesagt, ein Wellendichtring ist natürlich auch ein Verschleißteil. Das heißt, der wird irgendwann mal undicht, aber naja, wenn man ihn schief oder falsch einbaut, dann geht es halt relativ zügig. Der Wellendichtring von der Getriebeausgangswelle, schauen wir uns mal an. Der ist, wie schon gesagt, relativ einfach zu tauschen, weil der überhaupt gar keine, wie soll ich sagen, großartigen Hindernisse hat. Zum einen sitzt er im Gehäuse an einer Stelle, wo er plan aufgesetzt werden kann. Das heißt, man kann den durchaus mit einer passenden Nuss außenrum, die da in dem Maß ist, kann man den eintreiben und auch bis zum Anschlag eintreiben, dass er genau plan sitzt. Das kann man machen. Und in diesem Fall ist es auch so, dass der Wellenteil, an dem der Wellendichtring hier sitzt, also dieser Teil da unten, dass der größer ist als die Verzahnung von dem Zapfen. Dann gibt es nämlich nicht das Problem, dass wenn wir den Wellendichtring über die Welle schieben, über die Verzahnung, dass die Verzahnung schon eine Beschädigung in der Lippe, in der Dichtlippe verursachen kann. Deswegen kann man diesen Wellendichtring relativ leicht, auch im eingebauten Zustand, tauschen. So, schauen wir uns mal die andere Seite an. Die Seite von der Getriebeeingangswelle, das heißt die Seite, an der die Kupplung sitzt, hat ja hier diesen, kann man das hier sehen? Ja, hat ja hier diesen Wellenstumpf mit der Verzahnung. Und dahinter sitzt normalerweise ein Wellendichtring, der auch an einer bestimmten Position sitzt, das ist das eine, und der natürlich gerade drin sitzen muss und der aber keinen Anschlag hat im Getriebegehäuse. Ja, also man sieht es hier vielleicht, das ist einfach das Gehäuse vom Getriebe und da gibt es hinten drin keinerlei Anschlag. Das heißt, er muss an einer bestimmten Position auf der Welle sitzen. Und hier ist das große Problem, dass die Verzahnung auf der Welle im Durchmesser größer ist als die Welle und die Position, an der der Wellendichtring sitzt. Was passiert also, wenn wir den Wellendichtring nehmen und schieben den hier vorne über die Verzahnung drüber, bis er dann hinten auf der Fläche sitzt, wo er abdichtet? Dann können wir den Wellendichtring innen, die Dichtlippe, bereits durch die Verzahnung hier beschädigen. Das merkt man im ersten Moment nicht, weil das Ding ja nicht läuft, also es wird kein Öl rauslaufen, selbst wenn man das hier im ausgebauten Zustand wieder auffüllen würde. Aber wenn dann der Betrieb da ist, also der Fahrbetrieb, dann kann das sein, dass an der Stelle eine Undichtigkeit entsteht und das kann bedeuten in der Folge, dass wiederum Getriebeöl auf die Kupplungsseite kommt, damit auf die Kupplungsreibscheibe und die Reibscheibe damit hin ist. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ich bestelle mir einfach eine ölfeste Kupplungsscheibe, Reibscheibe. Ja, kann man machen, aber man muss auch bedenken, dass die ölfeste Reibscheibe, ich habe sie noch nicht im Set gefunden und einzeln liegt die irgendwo bei 300 €. Also ist die Frage, ob man dann hier lieber das ordentlich macht oder ob man, ne, also klar. Ne? Dann kommt das nächste dazu. Wir haben hier also nochmal kurz. Das ist der Wellendichtring auf dieser Seite, den habe ich noch nicht da, aber das machen wir auch in dem Video. Den machen wir zum Schluss. Zum Rausmachen ist auch da ein bisschen ein Problem. Wir müssen entweder ein Abziehwerkzeug dafür haben oder
Das vorsichtig mit dem Schraubendreher machen. Wichtig ist bei allen Wellendichtringen, dass wir weder die Seite, auf der der Dichtring im Gehäuse sitzt, noch die Welle in irgendeiner Form beschädigen. Wenn wir mit dem Schraubendreher da reingehen und hebeln den raus und machen eine Macke in die Welle, dann ist die Welle futsch und die wird nicht mehr dicht. Punkt. Dann muss eine neue Getriebewelle rein oder was auch immer, das heißt Getriebe ausbauen. Ja, das ganze Brimborium halt. Deswegen, da muss man exakt vorsichtig arbeiten. Für den Bereich Werkzeuge aus Kunststoff ist ein bisschen schwierig, weil die schon relativ fest da drin sitzen. Die Welle hier vorne ist ja die Welle, auf der die Kupplungsscheibe aufsitzt. Und wenn diese Welle nicht geschmiert ist und auch die Verzahnung in der Kupplungsreibscheibe nicht geschmiert ist, dann kann hier ein Reibrost entstehen. Das heißt, das Material läuft trocken aufeinander, es gibt einen Abrieb, in der Regel eher von der Kupplungsreibscheibe, weil das weicheres Material ist. Und dieser Abrieb fängt an zu rosten und wirkt wie ein Schmirgelpapier in den Verzahnungen hier drin und lässt die viel schneller verschleißen. Bei mir war ja hier das auch nicht geschmiert, das habt ihr gesehen im Video. Und nun war dort ein leichter Ansatz von Reibrost gewesen und den gilt es natürlich zu entfernen. Sonst geht das Ganze weiter einfach, ja, trotz Schmierung. Das heißt, ich habe hier so Schleifpaste, das ist zwar für Aluminium, geht aber auch. Und dann gehe ich eben hin und mache diese gesamten Verzahnungen, die Abstände dazwischen mit dieser Schleifpaste. Da könnt ihr alles Mögliche an Schleifpaste nehmen. Ihr müsst nur aufpassen, dass sie nicht nach hinten reingeht, dass euch da die Schleifpaste nicht auf der Welle sitzt, sonst schleift die euch nämlich gleich wieder den Wellendichtring dann auch kaputt. Und das machen wir so lange, bis diese Welle metallisch blank ist und erst dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Dann kommen wir noch, bevor wir da anfangen, zu der Thematik Kupplungsdruckstange. Die Kupplungsdruckstange hat ja einen, das hatte ich ja schon gezeigt, zeige ich jetzt nicht nochmal, hat ja eine Aussparung auf der Kupplungsdruckstange, auf der der Filzring sitzt. Und die Kupplungsdruckstange sitzt ja, gehen wir mal hier rein, die Kupplungsdruckstange sitzt hier in dieser Bohrung in der Getriebewelle. Und wenn man da jetzt mal reinguckt, also das mal so zu zeigen, dann sieht man da solche Rillen. Ich habe festgestellt, nachdem ich da zur Hälfte ein Tuch durchgeschoben habe mit der Stange, dass die ganz schön verdreckt ist da innen drin. Das heißt, klar, wenn von hinten vom Kupplungsnehmerzylinder Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit über die Kupplungsstange in den Kanal von der Welle wandert und dann irgendwo am Filzring dann auch hängen bleibt, dann verschmutzt es an der Stelle natürlich. Und wenn wir den neuen Filzring durchziehen, ist er sofort wieder voll mit Dreck, mit Öl und hat dann nicht mehr seine Funktion so richtig. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen durch diese Bohrung eine Art Docht ziehen, irgendwas, was wir da benutzen können, also vielleicht einen Streifen von so einem Mikrofasertuch beispielsweise, das wir da durchschieben und dann immer wieder durchziehen, vielleicht mit einem Ballistol oder so irgendwas und das einfach innen drin sauber machen, blank machen wieder, dass das ordentlich einwandfrei läuft, weil wir dürfen nicht vergessen, diese Welle dreht sich und die Druckstange ist mal stehend oder auch mal mitdrehend. Und der Filzring, der darf dann natürlich innen drin keinen großartigen Abrieb haben oder keinen Reibwiderstand. Von daher müssen wir auch daran denken, die Welle innen drin sauber zu machen, dass das wieder passt. Okay, dann haben wir also diese Seite, den Wellendichtring, wir haben das Reinigen von dem Zapfen, von der Welle. Das ist ganz entscheidend. Nochmal, die muss geschmiert sein, wie wir das machen. Das sehen wir dann aber, wenn wir die Kupplung einbauen. Die muss natürlich sauber sein, weil die Reibscheibe muss da drauf auf dieser Welle exakt gleiten können. Die muss sich da bewegen können, ungehindert. Die darf nicht beschädigt sein.
Die darf natürlich nicht verrostet sein und, hatte ich aber schon gesagt. Der nächste Teil ist die Anlagefläche vom Getriebe am Motorgehäuse. Das schauen wir uns mal an. Und zwar haben wir hier oben eine Bohrung für eine Passhülse. Ja, das ist die Stelle, an der wir diesen Führungsbolzen eingeschraubt haben. Das ist einmal hier oben links und einmal hier unten. Und wenn man hier unten mal schaut, da haben wir, das kann man jetzt schlecht sehen, aber das hatte ich schon in einem Video gesagt, da gibt es eine gewisse Korrosion. Und die muss natürlich beseitigt werden. Also das ist hier unten. Ne? Das muss sauber sein, das muss blank sein, dass die Passhülse da auch wieder ordentlich sitzt, ordentlich reingeht. Und wir haben natürlich hier umlaufend die Anlagefläche am Motorgehäuse bis hier runter. Auf der Seite sitzt ja der Anlasser. Die muss natürlich auch sauber sein. Hier kommt keine Dichtung dazwischen, also keine Papierdichtung, keine Flüssigdichtung. Die muss aber eben schön plan, sauber anliegen. Das Ganze kann man sauber machen mit einem, ich mache sowas immer mit einem so Schmirgelpapier oder so in dem Bereich. Und dann mit etwas, was exakt plan ist, wo man das leicht, ganz leicht schleifen kann, also reinigen kann letztendlich. Ja, so. Das muss gemacht werden. Auch die Löcher hier vielleicht, wo die Schrauben drin sitzen, dass man da eben noch mal kurz mit einer Bürste durchgeht, dass man das schön sauber macht. Auch auf der Rückseite die Anlageflächen der Schrauben müssen auch sauber sein, dass wir später die Schrauben da einsetzen können und den ordentlichen Drehmoment anwenden, dass das Ganze wieder ordentlich passt und sitzt. Das ist auf der Seite. Und da gibt es ansonsten eigentlich nicht mehr viel. Das Ganze sauber machen. Und natürlich muss auch die Anlagefläche auf der Seite des Motors gereinigt werden. Das sehen wir dann aber auch später, wenn wir die Kupplung einbauen. Kommen wir ganz kurz, bevor wir jetzt dann tatsächlich den Wellendichtring von der Getriebeausgangswelle auch rausmachen, beziehungsweise den neuen reinmachen, nochmal ganz kurz zum Entfernen der Wellendichtringe. Es gibt unterschiedliche Werkzeuge, mit denen man das machen kann, die man kaufen kann. Die einen Werkzeuge sind sehr gut, also, aber die funktionieren halt einfach nicht an jedem Getriebe. Ja? Wenn ich eine große Auflagefläche habe und so einen riesen Wellendichtring, dann kann ich verschiedene Werkzeuge nehmen, die funktionieren da einwandfrei, super, aber gerade wie hier, wo Wellendichtringe so tief sitzen, wie beim Kupplungsnehmerzylinder, oder eben halt Gehäuseunebenheiten da sind, wo man nichts ansetzen kann, dann wird es schwierig. Dann kann man einen Schraubendreher zum Beispiel nehmen, mit dem man ganz leicht zwischen Dichtlippe, also zwischen Wellendichtring und Welle fährt und dann immer von der Welle abgewandt den Wellendichtring heraushebelt. Das birgt natürlich Risiken, klar, weil man damit auch die Welle beschädigen kann. Oder, ganz wichtig, so wie hier in dem Fall, darunter liegende Dichtungen. Ja, bei allen 3 Wellendichtringen, also bei allen 3 Wellen, sitzt unmittelbar dahinter das Lager von der Welle. Und jedes Lager, ein Kugellager kennt man, hat so einen schwarzen Ring außenrum oder manche sind aus Metall, manche sind auch offen, egal. Dieser schwarze Dichtring, der dichtet im Prinzip das Lager beidseitig. Und wenn man da jetzt zu tief reinfährt mit dem Schraubendreher oder beispielsweise mit einer Spaxschraube, ja, wird ja auch gemacht, ja, habe ich auch hier an dem Getriebe probiert, um das dann mit einer Spaxschraube da rausziehen zu können. Und man bohrt da zu tief oder schraubt da zu tief in den Wellendichtring rein, dann kann man auch da diesen Dichtring vom Lager unten beschädigen. Da muss man natürlich drauf aufpassen. Und das muss man vor allen Dingen auch wissen. Und genau deswegen machen wir die Videos hier.
dass man daran denkt und sieht, wie ist das eigentlich ganz genau. Ja, ich zeige euch das mal. So, wenn wir also da reinschauen, dann sehen wir den silbernen Rand, der hier ist. Das ist der innere Lagerring. Den äußeren Lagerring, den sehen wir nicht, weil der sitzt hier im Gehäuse drin. Und das Schwarze, was wir da hinten sehen, das ist die Dichtung vom Kugelkäfig im Prinzip. Ne? Und das ist genau die Stelle, an der Stelle auch der Wellendichtring sitzt. Das heißt, wenn wir da hinten reinschrauben mit einer Schraube und das zu weit machen, dann kann es passieren, dass wir das da unten beschädigen. Und das ist dann nicht ganz so gut. Deswegen ist das Lager nicht zwangsläufig, es kommt natürlich auf die Beschädigung drauf an, das Lager da an der Stelle zu zerstören mit der Schraube. Ja klar, je nachdem, was man da reinhaut, wenn man da eine 200er Spacksschraube, also ein Dachsparren oder so da reinballert, dann kann man auch das Lager damit zerstören, ganz klar. Aber es ist natürlich so, dass das Lager ja geschmiert ist und da Getriebeöl auch hinkommt. Und dann würde an der Stelle einfach durch ein Loch zu viel Getriebeöl oder was auch immer oder eben etwas schleifen oder was auch immer, da muss man einfach drauf achten, ja, dass das richtig gemacht wird. So, und das Gleiche haben wir hier auch. Da sehen wir da hinten innen den schwarzen Ring, außen den Lagerring, der auf der Welle sitzt. Und ja, auch hier müssen wir natürlich aufpassen. Und da ist es natürlich ganz, ganz schwierig, an der Stelle mit einer Spacksschraube zu arbeiten, weil der Wellendichtring, wo haben wir den? Der Wellendichtring ist ohnehin schon sehr, sehr klein. Und wenn man sich dann überlegt, dass man hier in den äußeren Rand eine Spacksschraube einschraubt, um den rausziehen zu können, dann ist es schon sehr, sehr schwierig. Zumal diese Spacksschraube oder diese Schraube, die da rein soll, oder im günstigsten Fall 2 Schrauben, dass man den auf 2 Seiten ziehen kann, hat natürlich dementsprechend, wie dick sie ist, auch die entsprechende Länge. Ja? Also eine Spacksschraube, die, sage ich mal, 3 mm im Durchmesser ist, die ist halt nur 40 oder 35 mm lang. Wir brauchen hier aber eine, die 60 mm lang ist und die hat dann halt einen Durchmesser von 4 oder 4,5 mm. Und das wird dann auf dem Rand hier außen schon schwierig zu realisieren, ohne dass wir mit der Spacksschraube die Welle oder auch das Gehäuse beschädigen, weil natürlich ist das Gehäuse genauso entscheidend, wenn es dort eine Macke gibt oder einen Riss oder was auch immer, ja, dann kann es natürlich auch passieren, dass zwischen Gehäuse und Wellendichtring das Öl austritt. Ist genauso schlecht. So. Ich baue jetzt mal das Getriebe um, dass das auf dem Kopf steht und dann schauen wir von oben drauf und tauschen mal den Wellendichtring an der Getriebeausgangswelle. So, dann können wir uns die Welle mal angucken, ob die irgendwelche Riefen hat oder Beschädigungen. Wir können uns auch die Verzahnung angucken, aber das hatten wir hier schon gesehen, das ist in Ordnung. Ja, und dann müssen wir eben dafür sorgen, dass hier der Sitz sauber ist und da unten drin auch sauber ist. Je nachdem, wie ihr die Wellendichtringe rausgemacht habt, ob da Späne bleiben, ob ihr gebohrt habt, ob Reste von Gummi oder Reste von Metall oder beispielsweise diese kleine Federspange, die die Dichtlippe andrückt, ob die noch da drin liegt oder Teile davon da drin liegen. Ja, wir haben ja hier innen drin so eine, ich hoffe, dass man das sehen kann, das Glänzende hier, diese Feder, die dafür sorgt, dass der elastisch ist, aber trotzdem zusammengezogen wird. Und die
könnte natürlich hier abgehen beim Rausmachen oder kaputt gehen und dann könnten Teile da drin liegen. So, wenn wir jetzt den Wellendichtring, der Wellendichtring hat hier innen eine Dichtlippe und hier oben eine Dichtlippe und die presst sich dann im Prinzip an der Welle an. Wenn wir den jetzt da draufsetzen, dann sehen wir hier, dass wir zwischen Wellendichtring und Welle Platz haben. Das heißt, wir können den locker da innen draufsetzen, ohne dass wir das Innere hier durch die Verzahnung auf der Welle beschädigen. Aber ich hole jetzt mal das Werkzeug, mit dem wir den Wellendichtring hier drauf machen. So, ich zeige euch mal, das ist der alte Wellendichtring. Ich hoffe, man kann das sehen. Und da habe ich an der Stelle eine Spaxschraube reingemacht. Aber ich habe den nicht mit der Spaxschraube rausgemacht. Ich zeige euch mal jetzt, ich blende euch mal das Video ein. Da ist die Tonqualität ein bisschen schlecht, aber so ist es halt, weil ich das zwischenrein mal gemacht habe. Ich blende euch jetzt mal das Video ein, wie ich diesen Wellendichtring rausgemacht habe. Kurz zuvor aber nochmal, das ist die Spaxschraube. Die habe ich so da reingedreht, als Beispiel, symbolhaft. Und die darf natürlich hier drüben auf der Seite nicht weiter rausgucken, sodass man den eventuell dann im eingebauten Zustand, wenn das Getriebe eingebaut ist noch und man tauscht den, dass man den ganz ohne Werkzeug auch rausbekommt. So, und jetzt zeige ich euch mal das Video, wie ich den hier rausgemacht habe. Und jetzt können wir hingehen und können hier Schrauben einschrauben oder wir nehmen einen Abzieher. Und wenn wir mit einem Abzieher arbeiten, müssen wir aufpassen, dass wir die Welle nicht beschädigen. Der Simmering ist egal, weil der ja sowieso rauskommt. So, da haben wir den schon. Bei dem Wellendichtring ist es auch entscheidend, der hat hier unten, also das ist nicht der Sitz, hier außen, das ist nicht der Sitz vom Wellendichtring. Der Sitz vom Wellendichtring, der ist hier innen. Ja? Diese innere Kante hier, ne? Das ist da. Und der hat auch keinen Anschlag, das heißt, der sitzt an einer gewissen Position hier drin. Ja? Und diese Position ist, wenn man das mit dem Spezialwerkzeug macht, begrenzt an der oberen Kante, an dieser Kante hier. Ja? Kann man das sehen? Ja, so, ne? An der Kante, da sitzt der bündig oben an. Und das bekommt man eben halt hin, wenn man das passende Werkzeug dazu hat. Oder eben halt mit einer Nuss, einer großen Nuss, die sowohl den Wellendichtring drückt, als auch nicht kleiner ist als der äußere Rand hier innen drin. Ne? Dann kann das auch funktionieren. Das Spezialwerkzeug sieht so aus. Ich zeige euch das mal. Und das ist eine sogenannte Schlupfhülse. Ja. Die Schlupfhülse, die passt hier exakt drüber und die hat hier innen drin, ich hoffe man kann das sehen, ein bisschen dunkel, die hat hier innen drin im Prinzip so eine Faß, wo die ganz spitz zuläuft, die dann so direkt auf der Faß von der Welle sitzt. Und der Wellendichtring dann letztendlich genau darüber passt. Das heißt, man geht so vor, der Wellendichtring wird geölt,
wird hier auf die Schlupfhülse aufgeschoben. Deswegen ist die hier konisch, ne, damit der da drüber geht. Und dann haben wir den zweiten Teil dazu, den Schlagdorn. Der sieht dann so aus. Hier innen drin passt dann wiederum die Schlupfhülse rein. Ja, also fast exakt, also ein bisschen Spiel muss natürlich sein. Und in der Kombination drücken wir dann den Wellendichtring nach unten und die äußere Kante von dem Schlagdorn, also hier diese äußere Kante, die, mal sehen, das ist also ein bisschen größer wie der Wellendichtring, die sorgt dann dafür, dass der Sitz begrenzt und gerade ist. Es gibt also eine gerade Führung. So, und wie macht man das Ganze? Ich habe mir da hier ein bisschen Getriebe, frisches Getriebeöl genommen, tu den außen und innen benetzen. Ist natürlich alles flutschig jetzt. Dann schieben wir den da drüber. Ja, so. Setzen die da auf. Nehmen den Schlagdorn. Und dann haben wir den Wellendichtring genau an der Position sitzen, wo er hin soll, ohne dass der Wellendichtring in irgendeiner Form hier beschädigt ist. Das heißt, zwischen Wellenlager und Wellendichtring ist ein kleiner Abstand dazwischen und der muss auch sein. Also könnt ihr nicht ganz nach hinten schieben, bis er da komplett versenkt ist, sondern der sitzt genau an der Stelle und so muss es sein. Wir machen den nächsten und zwar hier am Kupplungsnehmerzylinder. Das muss exakt sauber sein, da innen drin. Und wir haben auch hier keinen Sitz, also wir können den nicht einfach so bis nach unten klopfen. So, und auch hier gibt es ein Werkzeug dafür, gleiches Prinzip. Da haben wir wieder so eine Schlupfhülse, diesmal nur mit so einem Bund unten dran. Und der Bund passt hier unten direkt in die Welle. Ja. Und dann haben wir hier den Schlagdorn, der hier auch exakt reinpasst. Und die Besonderheit ist hier, dass der äußere Rand hier von dem Schlagdorn sich auf dem abgesetzten Teil in der Bohrung, also im Loch, abstützt und der innere Rand hier den Wellendichtring an die korrekte Position bringt, da wo er sitzen muss. Dieses Maß ist da entscheidend, dass er eben nicht weitergeht, dass er exakt gerade in das Loch eingeführt wird und dass die Position eben begrenzt ist durch diesen inneren Absatz hier innen drin. Vielleicht kann man das sehen. Ja, also wir haben hier das Gehäuse und dann haben wir hier diesen Absatz und an dem Absatz stützt sich letztendlich hier der Schlagdorn ab. Da gibt es auch nur einen Versuch und wenn er nicht klappt, ein neuer Wellendichtring. Wie es manchmal so läuft, hat die Kamera ihren Geist aufgegeben, als ich den Wellendichtring am Kupplungsnehmerzylinder eingebaut habe. Beziehungsweise, ja, ich habe sie wahrscheinlich nicht eingeschaltet, aber gut. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Der Wellendichtring ist natürlich drin und da kann ich kann den jetzt nicht nochmal rausmachen, nur um das zu zeigen. Das Spezialwerkzeug für den Wellendichtring ist dieses. Das ist einmal der Schlagdorn, das hatten wir gesehen. Ja, hier oben mit dem Bund. Und die Hülse dazu. Ja, das ist dieses Teil. Diese Seite, die passt direkt in die Hohlwelle vom Getriebe und stülpt sich dann im Prinzip
versuchen wir das zu zeigen, hier mit der Kante hier unten über die Welle. Und somit kann der Wellendichtring hier drüber laufen, hier drüber gleiten. Durch die Verjüngung bekommt man den Wellendichtring da drauf. Man muss das natürlich mit Getriebeöl benetzen. Und dann passiert Folgendes. Wenn wir das zusammenschieben, dann passt das hier exakt. Und wir schieben also so, ich gehe mal aus dem Bild, schieben wir also so den Wellendichtring nach unten über die Hülse drüber auf die Welle. Und weil das Ganze hier oben begrenzt ist, in diesem Bereich, können wir den Wellendichtring gar nicht tiefer einschlagen. Und durch das, dass das Außenmaß genau in das Gehäuse, in das Getriebegehäuse passt, sitzt der Wellendichtring auf jeden Fall exakt gerade drin. Das nur dazu, weil dazu leider die Aufnahmen nichts geworden sind, beziehungsweise nicht vorhanden sind. Okay, wir machen weiter an dem Getriebe, und zwar machen wir jetzt die Getriebeeingangswelle. Dazu drehe ich das Getriebe mal auf den Kopf und dann schauen wir uns das an. Es funktioniert im Prinzip auf die gleiche Weise wie beim Kupplungsnehmerzylinder. Bis gleich. Wir haben auch hier wieder für diese Arbeit, weil die Welle, beziehungsweise nicht die Welle, die Verzahnung genauso groß ist wie der Sitz, auf dem der Wellendichtring sitzt, können wir nicht einfach den Wellendichtring da drüber schieben, weil wir sonst eventuell Gefahr laufen, dass wir mit der Verzahnung den Wellendichtring innen beschädigen und der somit später nicht mehr dicht ist. Und wir merken das nicht. Das hatte ich aber auch schon bei dem Kupplungsnehmerzylinder und auch bei der Getriebeausgangswelle gesagt. So, das ist der Wellendichtring für die Getriebeeingangsseite. Der hat hier oben drauf so eine Filzbeschichtung, die ist da aufgeklebt. Und hier eben ganz normal innen drin, wie man das Ganze so kennt. Und wenn wir den jetzt hier draufsetzen, sieht man schon, der geht hier nicht drüber. Bei der Getriebeausgangswelle ist es ja so, dass wir den ohne Probleme drüber setzen könnten. Hier ist das eben nicht der Fall. Ja, das sieht man also hier, fällt also nicht runter, ist also ein Problem. Würde ich den jetzt einfach da drüber drücken, dann könnte es sein, dass wir hier innen drin eben Verletzungen haben in der Längsrichtung und somit das Ganze beschädigt wäre. Wie machen wir das Ganze? Es gibt dafür eine Hülse, die ist aus Kunststoff. Und zwar, ich finde die Bezeichnung zu dem Spezialwerkzeug auf meiner Webseite für das jeweilige Thema, Getriebe, Kupplung und so weiter und so fort, Radialwellendichtringe und so weiter, das findet ihr auf meiner Internetseite. Diese Hülse passt hier drüber und bildet jetzt, das ist natürlich hier sehr, sehr spitz, das darf auch nicht verletzt sein hier, das muss ordnungsgemäß sein, und bildet jetzt auf der Welle genau das gleiche Maß. Wenn wir das jetzt hier drüber setzen und das Ganze ein bisschen einstreichen mit Getriebeöl, dann können wir den ein Stück weit nach unten schieben und schieben den im Prinzip dann mit dem Schlagdorn so weit nach unten, bis dieser Rand hier auf dem Getriebegehäuse aufsitzt. Ja, so. Das machen wir jetzt mal. So, auch hier nehme ich mir ein bisschen Getriebeöl, frisches Getriebeöl und benetze den Kollegen. Einfach von außen so weit benetzen. Dann nehmen wir die Hülse, machen die außen auch feucht. Dann schieben wir den schon mal hier drüber in der richtigen Richtung. Das geht so relativ leicht. Setzen die Hülse hier auf. Können wir hier nochmal außenrum ein bisschen machen, sodass das eben sauber läuft. So. Und dann nehmen wir unseren Schlagdorn, der auch wieder exakt über die Hülse passt. Können wir den nach unten drücken. Dann nehmen wir uns einen kleinen Kunststoffhammer
Und jetzt sehen wir, dass das exakt hier oben abdichtet, also hier unten drin. Ja? Also die Hülse, die Länge der Hülse und dieser Abstand hier, der Rand, der drückt den Wellendichtring so weit rein, wie er rein muss. Und zwar gerade im 90-Grad-Winkel zum Gehäuse, zum Getriebegehäuse. So, und dann haben wir den schon ausgetauscht und das Ganze ist wunderbar. Das war das Video zu dem Getriebe, zu den 3 Wellendichtringen, die ich jetzt getauscht habe. Es gibt natürlich am Getriebe noch einen weiteren Wellendichtring, und zwar der von der Schaltstange, also im Prinzip da, wo der Schalthebel befestigt ist, da sitzt nochmal ein kleiner Wellendichtring drin. Den habe ich jetzt nicht gemacht, weil er in Ordnung ist. Zu dem Spezialwerkzeug. Es gibt natürlich jede Menge Erklärungen im Internet, wie man das ansonsten auch noch machen kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt zuletzt gesehen die Getriebeeingangswelle etwas findet, was man da drüber bekommt, was sehr, sehr dünn ist, dann könnte man das bestimmt auch hinbekommen. Wichtig ist aber, wenn ihr das selber macht, und zwar ohne Spezialwerkzeug, dann ist es so, dass ihr gucken müsst, dass diese Wellendichtringe exakt und verletzungsfrei sitzen. Man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn man für diese Arbeit Kupplung erneuern vielleicht zwischen 1000 und 1500 Euro beim BMW-Händler bezahlt, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn man es selber machen kann, ob es nicht vielleicht auch Sinn macht, sich dieses Werkzeug zu kaufen, um das einfach richtig zu machen. Weil selbst wenn man sich dieses Werkzeug hierfür fürs Getriebe kauft, ist man immer noch billiger dran oder günstiger dran, wie wenn man das Ganze machen lässt. Ja, man braucht es wahrscheinlich nicht mehr, aber naja, das muss man sich halt natürlich überlegen. Okay, Getriebe ist soweit fertig, ist einbaufertig, da kommt später noch Getriebeöl rein und dann geht es schon weiter mit den nächsten Arbeiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit und ja, einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr 2023. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.